Moin YouTube, was geht ab? Ich zeige euch heute meine Nintendo Collection, das heißt all meine Switch-Spiele, meine DS- und 3DS-Games. Ich weiß noch, wie ich damals meinen ersten DS bekommen habe. Ich glaube, das müsste so 2006, 2007 rum gewesen sein, also als der DS Lite rausgekommen ist. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wir dann damals zum Mediamarkt gefahren sind, ich mir meinen DS aussuchen durfte und noch 2 Spiele. Und ich habe mir ausgesucht, einmal ganz klassische Nintendogs, natürlich, und Kim Possible Communicator. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich habe es so gefeiert. Und von da an ging eigentlich so meine, Zocker-Ära los. Gaming-Era, würde ich sagen. Und ich mir damals mein Taschengeld aufgespart habe. Zu Weihnachten, zu Geburtstagen, was weiß ich was, habe ich mir immer DS-Spiele gewünscht bzw. gekauft, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber das Traurige ist, ich habe sehr, sehr viele Spiele leider bei Gamescom verkauft damals, beziehungsweise wurde da hardcore abgezogen. Wie soll es anders gewesen sein? In reality, you guys got scammed. Und ich jetzt so viele Spiele leider gar nicht mehr habe. Ja, aus 7 an die ganzen Spiele, die nicht mehr existieren. Naja, machst du nichts. Ich zeige euch das, was ich noch übrig habe. Let's go. Tada! Ja, also das sind die Spiele, die übrig geblieben sind. Es ist echt nicht mehr viel, Mann. Ich bin so traurig. Ich habe so viel Zeug verkauft. Warum? Ich würde sagen, wir fangen aber mit der Switch an, weil ich da die wenigsten Spiele habe. Da haben wir das gute Stück. Richtig, richtig geiles Case. Das habe ich mir damals auf Vinted gekauft, aber ich habe gesehen, dass es dieses Gengar-Case auch auf Etsy gibt. Also, ne, falls ihr auch denkt, Mann, das ist so cute, das will ich auch. Ich habe mir so ein kleines Case geholt für meine Spiele. Also ich muss sagen, ich habe so vor ungefähr 2-3 Wochen angefangen, meine Switch-Spiele auszusortieren und zu verkaufen. Also Spiele, die ich gar nicht mehr spiele oder die mir nicht so gefallen haben. Und ja, was soll ich sagen, Leute, das ist das, was übrig geblieben ist. Einmal Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe und Zelda Breath of the Wild. Ja, alles andere habe ich verkauft. Oh ne, beziehungsweise ich habe noch hier in meinem Slot Animal Crossing, glaube ich, drin. Ja, hoffentlich. Das will ich doch niemals verkaufen. Yes, Animal Crossing. Ich muss sagen, ich war früher mehr so eine Nintendo-Gamerin. Aber irgendwie, ich habe mir die Switch ehrlich gesagt auch nur geholt wegen Animal Crossing, beziehungsweise halt auch wegen Mario Kart. Also heutzutage zocke ich auch eher mehr auf dem PC, anstatt auf dem DS, beziehungsweise auf der Switch. Noch The Binding of Isaac. Liebstes Spiel. Dann dieses Suika-Game, was so ein bisschen im Hype-Trend war, habe ich auch noch. Was habe ich denn noch? Cult of the Lamp habe ich mir geholt. One Piece Ultimate World, was ich gefühlt nur, glaube ich, eine halbe Stunde gezockt habe und danach nie wieder. Tales of Vesperia. Andere Switch-Games, die ich hatte, aber wie gesagt kürzlich verkauft habe, waren einmal Pokémon Pearl, also Pokémon Pearl für die Switch, Pokémon Arceus und Zelda Tears of Kingdom habe ich verkauft. Und ich glaube, das war's. Wie gesagt, irgendwie, die Switch ist cool und so und es macht auch Spaß. Und ich würde auch wieder ultra gerne in Animal Crossing reingehen. Aber ich weiß nicht, irgendwie auf dem PC zocken ist jetzt mein Ding. Das war's mit der Switch. Kommen wir zur DS Collection. Das war das gute Stück. Mein allererster Nintendo DS. Und ich muss sagen, so bad schaut er gar nicht aus. Das Problem ist, ich kann nicht mehr auf dem zocken, weil der irgendwie einen Wackelkontakt hat, dass man den DS ganz ruhig halten muss, wenn man irgendwas spielt, weil sonst geht er aus. Ja, bisschen sad, aber zum Glück habe ich in dieser coolen Tasche meinen 3DS, den ich dann natürlich zum überteuerten Release-Preis mir auch geholt habe in der roten Edition. Mit dem 3DS zu spielen, also das hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl ich dieses 3DS Future nur am Anfang benutzt habe für die Amiibo-Cards oder diese Minigames, die man da machen konnte. Und dann war der 3D-Effekt für mich auch, ja, fand den Effekt ehrlich gesagt auch nicht nice, weil ich nach einer Zeit auch Kopfschmerzen davon bekommen habe, aber hat mich das vom Zocken abgehalten. Natürlich nicht, die Nächte wurden durchgezockt. Ich habe die Pokémon-Spiele verschlungen. Mein allererstes Pokémon-Game war Pokémon Pearl, was ich auch verkauft habe. Ich habe mir das dann ein paar Jahre später, habe ich mir die Cartridge nachgekauft. Ich wollte mir eigentlich komplett mit dem Case holen, aber das war mir damals zu teuer und die Pokémon DS-Preise sind ja heutzutage auch nicht viel besser. Deswegen reicht es mit der Cartridge aus. Ich habe meinen Spaß und gut ist. Die Pokémon-Spiele, die ich noch besitze, die ich nicht verkauft habe, Gott sei Dank, haben wir hier Pokémon Heart Gold. Goated-Spiel. Richtig geil. Also wirklich, das ist... Ich zock das echt heutzutage noch richtig, richtig gerne. Story ist cool, dass die Pokémon hinter dir laufen können. Und wenn man auch noch Ho-Oh da beschwört, der Tanz mit den Kimono Girls.
Bombe. Hammer Game spiele ich heutzutage immer noch sehr, sehr gerne. Ich mache es nämlich so, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich meinen 3DS immer mit und fange an, irgendein Pokémon-Game zu zocken. Letzter Urlaub war es Hard Gold, nächster Urlaub vielleicht Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß 2, wir schauen mal. Wo wir von Schwarz und Weiß sprechen, da ist es. Auch richtig toll. Ich habe mir Schwarz geholt, damit ich mir dann später Weiß 2 holen kann, weil ich das dann immer so geswitcht habe mäßig, wenn dann so die Games so rausgekommen sind. Pokémon Schwarz habe ich auch noch gute Erinnerungen dran. Ich weiß noch, dass ich einen Ultra-Crush auf N hatte. Ich weiß noch, du konntest damals mit dem 3DS ins Internet gehen und dann habe ich da N-Pokémon gegoogelt und habe da so irgendwelche Artworks heruntergeladen, weil ich den so toll fand. Junge. Ja. Und da ist die Weiß 2 Edition, an die habe ich überhaupt gar keine Erinnerung mehr. I guess ich hatte noch Spaß. Kein Plan. Dann haben wir noch Pokémon Mystery Dungeon. Leute, ich brauche ein neues Mystery Dungeon Game. Und nicht das, was damals... Oh, das hatte ich auch noch, by the way, für die Switch. Dieses Pokémon Mystery Dungeon DX oder so hieß das. I don't know. Ich will wieder sowas. Himmel, Zeit, Dunkelheit, irgendwie... Bitte. Das hat so Spaß gemacht. Die waren so cool. Ich hatte das auch, jetzt nicht letztens, aber ich hatte es auch mal wieder angefangen zu zocken und habe dann auch gesehen, dass ich hier auf dem Ding mein Pokémon-Team benannt habe und ich wollte mein Team Poké-Team nennen. Pokos hier. Da. Poké-Team. Und als allerletztes Pokémon für DS-Game habe ich noch Pokémon Ranger. Zu Pokémon Ranger habe ich eigentlich gute Erinnerungen, bis dass ich diesen einen Endboss da nicht besiegt bekommen habe, weil du da gefühlt 1000 Umdrehungen machen musstest. Also das Spiel hat mich echt teilweise ein bisschen aggressiv gemacht, wenn ich es einfach nicht hinbekommen habe, da die Pokémon zu fangen. Aber an sich auch gute Erinnerungen. By the way, ich könnte mir theoretisch jetzt für die Switch 2 schon vorstellen, dass die einen Pokémon Ranger maybe rausbringen könnten, aufgrund von der Mausfunktion, die Switch 2 haben wird, aber so all in all habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Game richtig groß in Europa gewesen ist. Schauen wir mal. Anscheinend kamen ja für Japan auch nochmal andere Teile von Pokémon Ranger raus, die jetzt bei uns leider nicht rauskamen. Naja. Kommen wir zu den Pokémon 3DS Games. Davon habe ich auch noch alle da. Was war denn das erste? Kam Alpha Saphir zuerst raus oder X? Habe ich die überhaupt richtig sortiert oder nachdem, wie sehr ich die mochte? 16, 13, 14. Ja, okay, die kamen so raus. Ich glaube, das war bei Pokémon X, wo ein paar Freunde und ich wussten, wann der Release ist und wir zum Müller gerannt sind an dem Tag, um das zu spielen. Natürlich hatten wir unseren 3DS dabei. Damals in der Stadt gab es so ein Hugendubel, wo im oberen Stockwerk da so, ja, sesselmäßig so Chill-Geschichten waren, wo du so ein Buch lesen konntest, haben wir uns dahin gepflanzt und stundenlang DS gespielt. Oh, das war so geil, ey, das hat so Spaß gemacht. Generell so die Erinnerungen, also so zum Zocken und DS-Spiel, das ist alles so toll und schön gewesen, Mann. Ja, ich weiß noch, bei Pokémon X hatte ich auch noch meinen Spaß, aber ich muss sagen, wirklich, die Pokémon DS bzw. 3DS-Games, die haben sich in mein Herz gebrannt und eingeschlossen. Und ich kann leider mit den Pokémon Switch-Spielen nicht so viel anfangen. Schimmernde Perle, oder keine Ahnung, wie das hieß, hat mir schon Spaß gemacht, aber ich glaube, ich war so ein bisschen biased, weil Pokémon Perle halt für den DS mein allererstes Pokémon war und das hat halt so einen Nostalgie-Kick gehabt. Aber all in all, ich weiß nicht, das war irgendwie... Ja, Arceus habe ich auch noch gespielt, aber Arceus fand ich und die anderen Pokémon-Spiele, also Schwert, Schild, Karmesin, habe ich mir dann als Streams mal so angeschaut, wie es so abgeht, aber jetzt so krass hat es mir jetzt nicht gefallen, dass ich mir gedacht habe, oh, das muss ich unbedingt kaufen. Kauf mir das neue Pokémon ZA auch nicht. Ich weiß nicht, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist irgendwie so, taugt mir persönlich nicht so. Weiter geht's, Alpha Saphir. Das fand ich auch noch ein nices Game. Soweit ich mich daran erinnere, also ich muss die 3DS-Teile unbedingt nochmal nachzocken, weil zu den DS-Teilen habe ich mehr Erinnerungen als zu den 3DS-Teilen. Guck halt hier so gerade auf der Rückseite, was da so abgeht und bin so, ach so, ja, das war, verstehe, mehr oder weniger. Und Pokémon Sonne war, ja, der letzte 3DS-Teil, beziehungsweise Sonne 2 oder sowas, was ich mir danach nicht mehr geholt habe, weil mir das Game an sich auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich fand das damals mit diesen Inselgeschichten irgendwie nicht so cool. Ich fand's halt, also er hat mich so an die Arenen gewöhnt und fand es irgendwie, ja, ein bisschen doof, dass man da irgendwie gegen diese Leute da kämpfen musste. Und all in all, mit den Pokémon kannte ich mich auch nicht mehr so gut aus und die Gen hat mir generell nicht so gefallen, deswegen, ja. Und dann habe ich hier noch 2 Pokémon Mystery Dungeon Games. Dungeon hat mir all in all
auch Spaß gemacht. Ich muss gerade gucken, wo waren dann die Unterschiede? Irgendeins habe ich dann nämlich gar nicht mehr zu Ende gezockt. Aber welches? Wahrscheinlich das da. Ich sag ehrlich, das, was ich hier auf der Rückseite sehe, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Habe ich so gespielt? What the fuck? Das ist meine Pokémon-Sammlung. Beziehungsweise hier, das habe ich mir auch geholt. Das gab es damals für den 3DS als digitaler Download. Und Pokémon Silber habe ich dann echt das erste Mal mit dem 3DS gespielt. Und ich fand das Game so cool. Und ich habe auch noch die Feuerrot für den Gameboy. Mir wurde damals auch ein Gameboy ausgeliehen, damit ich auch meine Gameboy-Spiele spielen kann, weil ich keinen bekommen habe und mir auch nie einen gekauft habe. Auch nochmal das hier für den Gameboy, aber ich muss sagen, das Spiel, ich glaube, man konnte in dem Game nicht speichern und deswegen war ich so ein bisschen frustrated. Naja, andere Gameboy-Spiele sind, ich habe mir nochmal von Impossible Draken's Demise geholt. Oder maybe konnte in einem von dem, ich weiß nicht mehr, in einem von den Impossible Games konnte man nicht speichern. Vielleicht war das auch kein Plan. Und natürlich musste ich mir das Wings Club Game nachkaufen, weil ich da so gute Erinnerungen dran gehabt habe. Und das Spiel hat mir echt viel Spaß gemacht. Apropos Wings Club, kommen wir zu Wings Club Nintendo DS. Quest of the Codex, auch richtig cool. Die Minispiele, die man da machen konnte, generell so das Gameplay, ich fand's echt Hammer. Ich glaube, wenn ich das heutzutage auch nochmal spielen würde, würde mir das, glaube ich, auch sehr gefallen. Ey, schaut euch mal das Bild hier an. Kann man sich eigentlich echt aufhängen als Poster. Also Real Talk. Dann habe ich mir noch ein anderes Wings Club Game geholt, wie ihr seht. Wings Club Fangirl, immer noch. Das war Wings Club Mission Enchantix. Ich wünschte, ich hätte gerade Bilder vor Augen, weil, ja, keine Ahnung, was da abging. Bestimmt auch funny. Ein Muss für jeden Nintendo-Spieler, Mario Kart für den DS. Oh Mann, wie viele Stunden ich da drin verbracht habe. Unzählige. Auch noch hier bei GameStop gekauft. Obwohl die mich so abgezogen haben. Oh mein Gott, Leute, da ist eine Karte dabei für den 3DS. Hey, wie cool, wusste ich gar nicht mehr. Pro Mario-Spiel, ich habe gerade gesehen, ich habe nur noch New Super Mario Bros. Für den Bros. Habe ich das so komisch gesagt? Für den Nintendo DS. Ich hatte noch andere Mario-Games, die, ja, hallo GameStop, die ich euch, ja, geschenkt habe. Ja, ich habe es gefunden. Ey, Mario Party DS war auch noch ultra das geile Game. Das hat so gebockt, die Minispiele waren legendär, wirklich. Ich bin gerade am Googlen wegen Mario DS-Spielen und irgendwie, vielleicht hatte ich echt nur New Super Mario Bros. Oh, vielleicht verwechsel ich es mit der Wii. Ich hatte da auch ein paar Mario-Games. Jo, ja, ich hab's mit der Wii verwechselt. Ja, ich hab's, glaube ich, echt mit der Wii verwechselt. Ich hatte damals, habe ich mir die rote Wii geholt und die liegt jetzt bei meiner Schwester. Deswegen, ja, kann ich euch leider keine Wii-Spiele bzw. die Wii zeigen. Sad. Leute, Avatar. Oh, die Avatar-Games waren interessant. Ich habe zu dem Game eine Hate-Love-Beziehung, weil ich in dem Game damals einfach nur schlecht war. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kam generell eh nicht so weit. Gegen irgendeinen Boss habe ich dann einfach nicht mehr geschafft. Hab's dann bei GameStop verkauft, hatte dann wieder Bock, das Spiel zu spielen. Hab's mir bei Müller wieder gekauft, hab's wieder nicht hinbekommen und hab's beim GameStop wieder verkauft, nur damit ich mir das dann nochmal später kaufen durfte. Anstatt das einfach mal zu behalten, ne, und sich so zu denken, ach, vielleicht taugt mir das in ein paar Monaten. Nein, ich wollte unbedingt, keine Ahnung, die 2 Euro von dem Game haben, damit ich mir was wieder kaufen konnte. Die Avatar DS-Spiele, die fand ich richtig top. Alles, was für den 3DS rauskam, in diesem Chibi-Style. Lass nicht drüber reden am besten. Was ist das denn? Hier nochmal für den DS, The Legend of Arn. Warte mal, habe ich das zweimal? Oh mein Gott. Ich hab's auch noch 2-mal. Perfekt, habe ich es doch nicht noch einmal verkauft. Und dann habe ich hier noch Avatar, die Erde brennt. Das gab's doch auch für die PS2, oder? Was ich dann auch gezockt habe mit meiner Schwester. Und ich muss sagen, ich war keine gute Playerin, weil ich hier Player Number 1 war und dann meine Schwester so angemuckt habe, wenn die irgendwas falsch gemacht hat. Nein, du musst so und so die Attacke machen. Meine arme Schwester, ey. Und 2 Kim Possible Games, weil ich die Serie so geil fand. Ich hatte so viel Spaß in dem Game. Das war einfach Hammer. Und an dieses Spiel kann ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, was da abging. Vielleicht war funny, vielleicht nicht. Und das letzte Game mit Case ist Animal Crossing New Leaf. Ich war auch ein Fangirl von Animal Crossing, since ich das auf dem DS gespielt habe. Mit New World. Das war wirklich ein Game, wo ich gedacht habe, wow, das macht mir so viel Spaß. Ich habe leider die Wii-Games nicht gespielt, aber alle anderen Animal Crossing-Games, wie auch für die Switch, musste ich natürlich mit dabei sein. Ja, New Leaf, ey. An New Leaf habe ich auch so tolle Erinnerungen, aber einfach, weil Animal Crossing New World das allererste Game auch war. Ich weiß nicht, bin ich da, glaube ich, auch ein bisschen biased und fand das am besten. Und dann, nein. Dann habe ich noch diesen erbärmlichen kleinen Haufen, der übrig geblieben ist von der Collection. Einmal haben wir hier Style Boutique und ich habe Style Boutique und New Style Boutique. Leute,
Es waren so krass geile Games, wirklich. Ich weiß nicht, wer von euch auch Style Boutique gezockt hat, aber bitte sagt mir, dass ihr auch einen Crush auf... Wie hieß er nochmal? Muss kurz gucken. Wie hieß unser Freund? Style Boutique. Mann. Falk. Oh mein Gott. Falk. Ja, genau. Ich hatte natürlich auch den Todescrush auf Falk und wollte unbedingt auf mehr Dates mit ihm gehen und habe schon gehofft, dass da irgendwas so passiert, wenn wir schon so ein Girly-Spiel spielen, wo du so der Main-Char bist und für dich selber einkleiden kannst, deine Boutique so machen kannst und dann noch so eine Liebesgeschichte entsteht, habe ich mir echt wirklich gewünscht, bitte, bitte, bitte passiert irgendwas mit Falk. Ist es natürlich nicht gekommen und bei dem zweiten Teil, ja, wo war da die Romanze? Leute, ich habe gehofft, ich habe gefleht, aber meine Gebete wurden leider nicht erhört. Für die Switch kam ja dann auch dieses Fashion Dreamer raus, wo ich dann auch gedacht habe, das wird ein neuer Teil von Style Boutique und ich mir das wirklich überlegt hatte, das dann zu holen, aber zum Glück habe ich gewartet, weil das, was dann herausgekommen ist, war überhaupt nicht Style Boutique, wo die dann auch gesagt haben, ja, das hat nichts mit Style Boutique zu tun, bla bla bla. Ich weiß nicht, so wie das dann so vermarktet wurde und alles, das dachte ich schon, das ist ja der Nachfolger von Style Boutique, nur die haben maybe den Namen geändert, wie es damals bei Harvest Moon auch der Fall gewesen ist. Schade ist es, ich hoffe wirklich nochmal auf den Style Boutique. Ich habe die anderen beiden Style Boutique Games nicht gezockt. Vielleicht hole ich mir die auch mal und spiele die. Vielleicht machen die auch noch Spaß. Dann haben wir noch More Brain Training und ich hatte auch noch den ersten Teil mit Kawasaki. Oh Mann, ich und Kawasaki, wir waren Feinde, wenn es um Mathe ging, aber Freunde, wenn es um alles andere ging. Das Spiel war echt Legende. Dann habe ich hier auch noch mein Pokémon Platin und ich weiß auch noch damals, als das released wurde, habe ich das vorbestellt mit dieser Giratina-Figur, die mit dabei war. Dreimal dürft ihr raten, wo diese Giratina-Figur ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe sie verloren, die ist weg. Und das Case habe ich auch irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Das Einzige, was hier das Überbleibsel ist irgendwie das da. Und mein letztes DS-Game, was ich noch physikalisch besitze, ist das da. Animal Crossing. New World. Ach, das Spiel ist... Wow, das ist so toll. Das ist das, was von meiner riesigen Nintendo Collection leider übrig geblieben ist. Nur noch ein Bruchteil von den Spielen, die ich damals gespielt habe. Aber Hauptsache, ich habe noch diese guten Sachen. Ich hatte mir echt überlegt, ob ich mir vielleicht alle DS-Spiele, die ich damals gespielt habe, nochmal nachkaufe, damit ich sie einfach physikalisch besitze. Ich glaube, diese Idee ist ziemlich kostspielig. Und ich habe auch gefühlt die Hälfte vergessen von den DS-Games, die ich bestimmt besessen habe, was ich da überhaupt gezockt habe. Als Collection wäre es schon geil, nochmal alles sich so zu holen oder generell halt geile DS. Wie gesagt, ich zocke immer noch sehr gerne mit meinem 3DS und ich hoffe, das wird sich auch nie ändern. Leute, wenn ihr damals auch auf dem DS Lite, 3DS, Gameboy, wie auch immer, Games gezockt habt, was waren eure Favorite Games? Mich würde das sehr, sehr interessieren. Sagen meine Lieblingsgames, beziehungsweise die Games, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe und die mir einfach extrem Spaß gemacht haben, sind Mario Kart, Pokémon Perl und natürlich Animal Crossing New World. Und vielleicht noch Mystery Dungeon, Erkundungsteam Dunkelheit, wenn ich das noch mit reinnehmen dürfte, weil das habe ich auch geliebt, das Game. Wie gesagt, heutzutage bin ich eher so eine PC-Gamerin geworden und zocke eher eigentlich Roguelikes, ich liebe Isaac. Ich zocke gerne Roleplay, Action, solche Geschichten. Games, wo du so die Welt erkunden kannst, gegen irgendwelche Sachen kämpfen musst und eine gute Zeit hast. Und eine gute Story. Falls ihr sehen wollt, wie ich generell irgendwas zocke, schaut doch gerne bei mir auf Twitch vorbei, da zocke ich regelmäßig. Beziehungsweise habe auch einen YouTube-Kanal für meine Gaming-Videos. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreibt. Also das ist mein erstes Video auf dem Channel und hier erwarten euch so Sit-Down-Talks, ein paar Vlogs und ja, keine Ahnung. Lasst euch überraschen, würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Niuschka.